willkommen zurück bei einer neuen Folge Final Fantasy 13 Lightning Returns. Wir versuchen jetzt so gewisse Aufträge eventuell zu erfüllen. Wir haben es jetzt geschafft. Es ist eine zweite Blüte entstanden. Wir haben nämlich bei der letzten Staffel No besiegt. Ja. Wie wir jetzt weitermachen, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ob wir jetzt nach Houston reisen und versuchen da ein bisschen klar Schiff zu machen. Oder. Da sind jetzt bei mir noch so manche Fragezeichen auf dem Schirm, sag ich mal. Also, wir waren in den Wildlanden. Da haben wir es geschafft, in den Tempel reinzukommen. In den Tempel haben wir den einen gefunden. Hier den kriege ich jetzt nicht auf die Reihe. Dann haben wir die klagenden Dünen. Da haben wir das bis zu Kapitel 5, soweit ich weiß, noch nicht so mächtig, soweit ich das beurteilen kann, um den Gegner da zu besiegen. Wobei das wir noch allerdings nicht ausprobiert haben. Das könnten wir tun. Ich würde aber am liebsten irgendwie in Houston die Karte oder Kampagne ein bisschen weiterkriegen. Loxerion haben wir die Vernil wieder gesehen. Das war auch mal endlich mal, ja, ich würde sagen, es war ganz schön. Ich fand die von den anderen Folgen auch immer ganz schick. Daher war das für mich eine schöne Augenweide, sage ich mal. Nur, dass sie natürlich die Toten alle hört, das ist natürlich ein bisschen schade. Deswegen ist die auch so total verpicht drauf, dass in der Wüste gibt es diesen Clay und diesen Clay müssten wir besorgen und den Orden zuvorkommen. Aber dafür will ich ein bisschen stärker werden. Deswegen habe ich mir überlegt, wir reisen jetzt nach Houston und versuchen da ein wenig die Kampagne weiterzukriegen. Ich werde nachher wahrscheinlich gleich noch in ein Pausenmenü gehen, um zu gucken, was denn überhaupt in Houston Sache war, damit wir überhaupt da weiterkommen. Weil es macht ja keinen Sinn, jetzt da einfach hinzureisen, was ich jetzt gerade tue, und dann einfach sagen, ja, schön, dass wir hier in Houston sind, aber irgendwie kommen wir kein Stück weiter. Daher habe ich überlegt, dass wir doch durchaus uns erstmal den Text nochmal durchlesen, damit wir eventuell Rätsel oder ja, von der Geschichte wieder auf dem Laufenden sind. Snow is the Lord Patron of Yusnon. If anyone's supposed to protect the people, it's him. But instead he's hiding away in that palace, presiding over endless banquets. It doesn't look like he's doing a thing to stop the... Ja, da hast du recht. Nebenmission haben wir hier keine. Magische Wunschtafel. Ist hier Weltwelt 3 haben wir abgeschlossen. Habe ich die schon abgegeben? Silbermedaille. Edelblüte. Das weiß ich nicht, ob ich die schon abgegeben habe. Was haben wir hier? Ursprung, ein unentdeckte Reliquien, Südtor der Tempruine. Ja, müssen wir nochmal hin. Wir wissen ja, wo das ist. Das ist in der Wüste und den Südtor und so weiter haben wir schon alles gefunden. Wenn es nichts ist, dieses Chaos, dann bin ich also tot. Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Gibt es sicher ein Bild von mir? Okay. Ich träume davon, noch einmal in ein Luftschiff in den Himmel zu steigen. Ich sammle daher schon Jahrhunderte Einzelteile aus alten Wracks zusammen. Defektes Gyroskop. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir das noch. Da haben wir noch jede Menge zu tun. Sonnenblume könnten wir abgeben. Müsste ich sogar abgeben können. Jagdwäldern kann ich auch eigentlich abgeben. Hanumans habe ich jetzt noch nicht. Felsmaulwurf habe ich. Schokoborchel habe ich. Und Nachtpilze habe ich. Satt und reichlich. Kann ich also auch abgeben. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, Wiesenblume. Nein, Kaktus. Die haben wir, glaube ich, alle noch zum Schluss angenommen. Koblutfellknoll werden wir wahrscheinlich sehr schnell kriegen. Eidechsen, Spans. Weiß ich jetzt gar nicht, von wem die sind. Oder wir müssen da welche ansprechen. Ich weiß es nicht. Müsste ich ja gucken.
Göttliche Musik, Dämonenklerik. Diesem Instrument kommt einfach keine Inspiration bei mir auf, dabei stehe ich kurz vor der Vollendung meines Opus für Gott. Aus Dämonenkleriten könnte ich vielleicht etwas schnitzen, das den Klang meiner Laute verbessert, doch ich könnte niemals Mörgel besiegen, um welche zu bekommen. Müsste ich erstmal nachgucken, was Mörgel überhaupt sind. Motorspule Getrugen schaffen, den Rest erledige ich. Eine haben wir. Okay. Raffiniertes Schmieröl. Chromonauten. Oh je. Reißzähne. Reißzähne kann man noch kriegen. Das sind diese Säbelzahntiger, sage ich mal dazu. 48, 18. Da müssen wir noch ordentlich was tun. Spendengott Aufzeichnung. Ich wollte jetzt Hauptmission gucken. Ein anderes noch haben wir. Palast stürmen. Lightning ist entschlossen herauszufinden, was mit Snow passiert ist. Gut, steht er nicht, aber egal. Und kehrt zurück nach Houston. Doch er hat sich in seinen Palast verschanzt, der seit Lightnings letzten Besuch abgeriegelt wurde. Vielleicht kann sie sich durch den Dienstboteneingang in den Palast schleichen. Doch dafür muss sie zunächst einen Weg auf den Augurenplatz finden, der nur den Reichen und Privilegierten zugänglich ist. Ja, wer feiert sonst, ne? Ich hab ja kein Geld. Chaos. 38.000 Stille ist nicht viel. Yes, and the situation is growing critical. If the city is Hey, lost to hier the ist jemand. chaos, They say that some girl calling herself the Savior is wanted for questioning. According to the rumors on the street, she can steal your very soul. She busted her way into the palace and tried to take out the patron himself. all of the Gesucht. Frau, die sich als Erlöserin ausgibt, Merkmale, rosafarbenes Haare. Vergehen, Anschlag auf Lord Snow, Verrat. Ordenskommando für allgemeine Sicherheit, OAS, Verwaltungsbezirk Houston. Naja, ich bin ein bisschen blondhaarig. Rundumschlag, Stufe 2. Das liegt hier einfach so rum. Zum Feuchten. Das It hat seems crashing that party put you on the city's radar. The guards are looking for you. This is the Glutton's Quarter, a paradise for gourmands that serve up dishes from every culture. If the world's ending anyway, I suppose you might as well Hey, das enjoy your ist ein last meal. 2-Sterne-Auftrag. Welcome! A customer! This is so exciting! What can I get you? Well, what do you serve? Anything you want. How about the chef's special made from top quality recycled materials? Deep fried niblet hair bowls. Are you sure that's actually edible? Oh, yes, it definitely won't kill you, I can guarantee it. And since you're my first customer in days, no charge. Weißt du nicht, soll die essen? Nothing ventured. That's the spirit. Take the plunge, I say. Well, does it make your taste buds sing? Are you transported to culinary heaven? This is... Too tart? Too much salt, perhaps? I can brush it off if you like. No, it's actually really good. God, that is a relief. I mean, of course it's good. I knew you'd love it. I've been working on the recipe for weeks. Unfortunately, it's not very nutritious. People are more health conscious these days, which is ironic considering the times. Nutritious or not, you'd think that more people would come back for this. I think it must be me. I just don't have a head for business. No matter how hard I work, I just can't seem to attract more customers. I've been living on the brink of financial ruin for years now. My son got sick of it, so he left. You've got the chops to be a good cook, though. Why don't you try to find yourself a partner? You know, someone you trust who has a better head for business. Now that you mention it, I hear there's a famous food expert here in Yusnan. Apparently he specializes in turning around lost causes like mine. I'll bet... No, I know he could help me, but how do I find him? All I know is his name. And what is it? Gordon Gourmet. Despite his fame, he's hard to track down. If you do happen to run into him, could you tell him about CDs? In den
Ständchenstraße in einem Schlemmerviertel finden sich im Restaurant Sidi. Der Inhaber ist ein äußerst talentierter Koch, doch fürs Geschäft hat er kein gutes Händchen. Zu allem Übel vermisst er seinen Sohn, der ihm vor Jahren den Rücken gekehrt hat. Naja, finde den renommierten Feinschmecker Gordon Gourmet, damit er dem Geschäft wieder zu einem neuen Erfolg verhilft. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass wir den schon über den Weg gelaufen sind. I'll remember it. You are far too kind. Thank you so much. I hope you find him soon. Das hoffe ich für dich auch. Legumierung. Come enjoy the healthy fruits of the earth. Very well. Mädel, ich würde mir kein Kürbis aufstülpen. Ah, hier geht's runter. What is this creepy place? Arenentunnel, Heroenplatz. Ist das eventuell ein Weg dadurch? I won't let anyone take my seat in the very front row. People have a natural instinct to survive. Hier ist irgendwo ein Gegenstand. Da. Ein Herz. Bann Stufe 2. Ich würde gerne mal so Stufe The 3 slaughterhouse Sachen opens its doors to spectators and contestants during the night's banquets. If you wish to join the lists, come when we're open. The Champion's Quarter, where blood flows and the crowds roar. Here man and monster bet their lives to entertain the masses. A pit of violence and aggression. And lately it's only been getting worse. Seems there have been more and more deaths. This is not the hour for challengers, I'm afraid. Come back later when the moon is high and the city's festivities are in full swing. Deine Schwester oder Verwandte kenne ich. What do you think you're playing at, selling that poison? Make me stronger? It almost killed me. I did warn you that the use of my concoctions is not without risk. In short, you were warned. Not without risk? You're a crook and a charlatan, you hear me? Huh? I'm done with this place. Okay, ich war gerade ein bisschen Did irritiert. you really sell poison to that man? Of course not. It was a fortifying brew with centuries of alchemic theory behind it. I assure you it should be highly efficacious for most users. Sadly, it appeared to disagree with that gentleman's liver, or perhaps spleen. You're an alchemist, right? Don't you people claim to be able to turn lead into gold or something? I don't think I buy it. That is an unfortunate stereotype, all too common. Alchemists are natural philosophers dedicated to unlocking the mysteries of our physical and spiritual worlds. The search for ultimate truth is the core of our ancient art. The transmutation of base metals into gold, that is a mere byproduct of our inquiries. Mysteries of the physical and spiritual worlds? The ultimate truth? Sounds ambitious. It is. We perform experiments, observe phenomena, and analyze ancient records. Then we carefully record the results for future generations. It is painstaking work. Unfortunately, it is also capital-intensive. The experiments I perform are very expensive. Right. That explains the snake oil racket you have going on here. This location certainly has proven beneficial to my research. Bounty hunters congregate in the area, and as you no doubt know, theirs is a dangerous profession. They are desperate for anything that might give them an edge, and that includes untested potions. Untested? Does that mean you're using those poor dupes as test subjects for your latest concoctions? They all sign the waivers. Perhaps you'd care to join my project. Or you'd make a fine test subject. I have made a new secret potion that needs testing, but all of my regulars have refused to volunteer. You see, I've tried mixing two kinds of highly potent poisons. My theory is 2 wrongs will make a right, and the blend will have a beneficial effect.
Oh dear, you are carrying a lot of things, aren't you? Maybe you should discard some of them. Ich soll jetzt was wegwerfen. Wir schauen das uns in der nächsten Folge an. Bis dann.